Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt's von mir ein Video zur Leica SL3. Das kommt ein bisschen mit Verspätung, weil es ist einfach gar nicht so einfach, die Kamera zu bekommen. Die ist eigentlich immer ausverkauft und auch Vorführmodelle sind wirklich rar gesät. Selbst von Leica selber gibt es nur ein paar Modelle, die immer auf irgendwelchen Messen unterwegs sind. Deswegen geht auch hier erstmal wieder ein riesengroßes Danke an fotoprofi.de und die Filiale in Ludwigsburg. Die haben mir das nämlich möglich gemacht, die Kamera jetzt mal für längere Zeit zu testen. Ich habe die nämlich schon auf Workshops und so weiter probieren können, aber wenn man da immer nur so einen Tag Zeit hat, dann ist es einfach kein richtiger Test. Jetzt hatte ich die deutlich länger und mit zwei Objektiven, den 35 mm f2 und dem 24-70 2.8, und ich habe das Ganze mal ausgiebig ausprobiert. Ich hatte dazu noch das neue Sigma 2805 mit der Blende 2.8, da habe ich auch einige Bilder gemacht. Ich habe also einen relativ großen Brennweitenbereich abdecken können, um mal zu testen, was die Kamera denn so wirklich kann. Deswegen, wie gesagt, auf jeden Fall nochmal ein Danke an Fotoprofi, welche mir das zur Verfügung gestellt haben und erst möglich gemacht haben. Und ich denke dann mal so, Datenblätter muss ich euch jetzt nicht unbedingt vorlesen. Ich denke, da ist das meiste schon bekannt, das könnt ihr ja alles nachlesen. Was ihr aber so nicht nachlesen könnt, ist erstmal die Verarbeitung von der Kamera. Und die ist schon wirklich sehr, sehr gut. Also da muss man schon sagen, Leica macht da den Job schon richtig. Da kommen andere Hersteller einfach nicht mit. Die Verarbeitung ist top, die verwendeten Materialien sind einfach 1A. Da kann man sich nicht beschweren. Bei dem Preis ist es natürlich aber auch so, dass man das erwarten kann. Leica ist dafür bekannt und auch hier haben sie es wieder toll umgesetzt, und deswegen gibt es für die Verarbeitung und die Materialien schon mal einen Daumen hoch. Aber die Materialien kommen natürlich auch mit einem, ich sag mal, kleineren Nachteil, und das ist einfach das Gewicht. Die Kamera an sich mit Speicherkarte und Akku wiegt 860 Gramm. Das ist noch halbwegs okay. Wenn wir jetzt aber mal das Apo 35 f2 hier dazu nehmen, dann sind wir da bei 1633 Gramm, und das ist schon ordentlich für das, dass ihr hier ein 35er Objektiv habt mit nur einer Blende 2. Also das ist jetzt auch kein Lichtmonster oder sowas. Ja, es kommt halt mit Gewicht, aber es fühlt sich einfach auch sehr, sehr wertig an. Alles, was so ein bisschen schwerer ist, fühlt sich ja auch automatisch ein bisschen wertiger an. Hier sind natürlich auch die Materialien mit dem Magnesium und so weiter 1A, und da kann man sich wirklich nicht beschweren. Die Kamera an sich kommt auch mit einem IP54 Rating, ist also in gewisser Weise staub- und wassergeschützt bis zu einem gewissen Grad. Und das ist natürlich auch was, ich sag mal, Besonderes, weil nicht Hersteller vergibt so ein Rating für sein Body oder seine Kamera mit den Objektiven. Leica macht es, und das ist natürlich ein weiterer Pluspunkt. Am Gehäuse selbst kann man sich nicht wirklich beschweren. Also die Bedienelemente selbst und natürlich auch das Gehäuse an sich sind richtig gut verarbeitet. Und auch von der Bedienung her, die Haptik und so weiter, das ist einfach auf richtig hohem Niveau. Da hat Leica einfach einen richtig guten Job gemacht. Und zur Bedienung selber. Ihr habt hier Räder und Knöpfe, die könnt ihr so gut wie alle frei belegen. Und das ist natürlich auch, ich sag mal, von Vorteil, weil man kann sich das einfach anpassen, wie man es gerade möchte. Und es ist auch so, das funktioniert alles super einfach. Ihr könnt einfach den Knopf, den ihr neu belegen wollt, lang drücken. Ihr kriegt dann eine kleine Menüauswahl und könnt da die neue Funktion drauflegen. Also gerade von der Bedienung her und auch die Menüführung, da ist Leica einfach ziemlich einfach. Ihr habt nicht 1 Million Menüpunkte, wo alles irgendwo versteckt ist, sondern das ist alles ziemlich simpel aufgebaut und lässt sich einfach sehr gut bedienen. Das Gehäuse und auch den Leica-Schriftzug hier vorne, das muss man natürlich mögen. Dezent ist einfach was anderes. Ihr habt hier das Leica-Symbol, das ist ja ganz cool, aber hier dieser riesen weiße Schriftzug, meiner Meinung nach hätte es jetzt nicht sein müssen, aber das ist natürlich Geschmackssache. So lässt sich zumindest nicht verbergen, dass ihr eine Leica habt. Beim Gehäuse ansonsten bekommt ihr auch relativ viel Ausstattung mit. Also ihr habt hier Anschlüsse für Mikrofon und Kopfhörer, und ihr habt einen Full-Size HDMI-Anschluss. Dazu habt ihr einen USB-C-Anschluss, wo ihr das Ganze laden könnt. Bei den Speicherkarten ist es so, dass ihr eine CF Express Type B habt und ihr habt eine SD-Karte. Ihr könnt da also wählen. Ihr könnt auch die Speicherung aussuchen, wie das Ganze geschehen soll. Erst auf die eine Karte oder auf die andere oder alles gleichzeitig, damit ihr ein Backup habt. Da habt ihr also sehr viele Möglichkeiten. Das Gehäuse kommt hier hinten mit einem 3,2 Zoll Bildschirm mit, ich glaube, 2,3 Millionen Bildpunkten, und der lässt sich nicht umklappen. Das heißt, ihr könnt den Bildschirm zwar nach unten flippen, 45 Grad, und nach oben habt ihr da 90 Grad. Ihr könnt also von oben sehr gut drauf schauen. Auch der Sucher ist da nicht im Weg, aber ihr könnt das Ganze einfach nicht nach vorne klappen. Jetzt ist es ja so, ich bin ja mehr so der Freund von einem Flipscreen nach vorne.
Bei der Kamera ist es so, ihr werdet damit ja seltenst vloggen, denke ich mal, und deswegen ist es da nicht ganz so schlimm. Was aber schon ein bisschen schlimmer ist, ihr könnt den Bildschirm nicht in die Richtung klappen. Und wenn ihr jetzt eine Hochformataufnahme macht und das Ganze noch von unten, dann seht ihr auf dem Bildschirm einfach gar nichts mehr. Der ist jetzt nicht unbedingt der hellste, also gerade man kann ihn relativ hell einstellen, aber jetzt, wie zum Beispiel hier in der Sonne, da seht ihr dann einfach gar nichts mehr, wenn ihr so auf dem Boden fotografieren wollt. Da ist eine Lösung wie an der Sony A7R5, wo sich das ganze Klappen, Flippen und so weiter lässt, schon einfacher. Ihr habt es hier natürlich in der Bildachse, aber ja, ihr seid da ein bisschen beschränkt. Beim Sucher bekommt ihr 5,76 Millionen Bildpunkte. Das ist ganz in Ordnung, das geht natürlich schon besser. Sony bietet da deutlich mehr, aber es ist ausreichend. Das heißt, man kann damit sehr gut arbeiten. Der Sucher lässt sich auch auf 120 Bilder in der Sekunde einstellen. Das heißt, ihr habt auch hier eine sehr hohe Bildwiederholrate, sodass ihr auch mal dynamischere Sachen fotografieren könnt. Da müsst ihr nur aufpassen, das zieht dann halt natürlich deutlich mehr am Akku. Oben auf der Kamera habt ihr dann noch ein kleines Display, wo ihr alle eure Aufnahmeoptionen ansehen könnt. Das ist auch ziemlich hilfreich und das kenne ich ja schon von Canon und Nikon. Und da bin ich auch sehr zufrieden damit. Ich freue mich natürlich, dass es hier sowas gibt. Die Bedienung, wie gesagt, ist ziemlich simpel aufgebaut. Es lässt sich also wirklich alles konfigurieren. Bei den Drehrädern ist es so, ihr habt hier oben ja das obere, ich nenne es mal vordere Rad, obwohl es nicht ganz vorne ist. Es ist am Anfang so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, das zu bedienen, aber nach einer gewissen Zeit habt ihr euch daran gewöhnt. Es ist halt nicht hier vorne am Griff dran, sondern oben. Ich habe da meine Blendenverstellung drauf. Hinten verstelle ich meine Verschlusszeit und hier mit dem linken Rad verstelle ich meine ISO. Bei der ISO auf dem linken Rad ist es aber so, wenn ihr jetzt Auto-ISO eingestellt habt, also die automatische Regelung von der ISO, dann könnt ihr hier am Rad drehen und das hat einfach gar keine Auswirkungen. Und das ist schon ein bisschen komisch. Ich fotografiere relativ oft mit Auto-ISO und es ist einfach so, ich würde sie auch gern manuell verstellen können, weil manchmal hat man einfach den Moment, wo man die ISO dann doch mal anpassen will und das ist hier dann doch nicht ganz so einfach, weil man erst die Auto-ISO deaktivieren muss. Das Ganze lässt sich aber normalerweise relativ einfach über die Software ändern und vielleicht kommt da ja mal ein Firmware-Update dafür. Ansonsten habt ihr hinten noch den Joystick, mit dem ihr das AF-Feld verschieben könnt und auch der ist sehr gut, der ist schön griffig, der ist gummiert und da lässt sich das Ganze auch sehr einfach vornehmen. Es könnte zum AF-Feld verstellen ein Tick schneller sein. So ist es jetzt natürlich genauer. Die Geschwindigkeit lässt sich aber, soweit ich weiß, ich habe es nicht gefunden, nicht ändern. Und ja, wie gesagt, es ist halt ein bisschen langsamer, dafür aber genauer. Und dann können wir auch direkt zur Bildqualität kommen und ich denke, da müssen wir gar nicht viel drüber diskutieren. Verbaut ist hier der 60-Megapixel-Sensor, den man so auch aus der M11 und der Q3 kennt, aber auch bei Sony in der A7R5 verbaut ist und der funktioniert auch hier tadellos. Ihr habt hier eine 1A-Bildqualität, gerade wenn es auch in den High-ISO-Bereich geht, also bei Lowlight, habt ihr, obwohl ihr hier 60 Megapixel habt, immer noch ein richtig gutes Rauschverhalten. Also ich kann bei der Kamera ohne Probleme ISO 12800 nutzen und habe da echt kein Problem mit dem Rauschen. Klar, wenn ihr da jetzt natürlich in die 100% Ansicht geht, dann erkennt ihr da natürlich schon das Rauschen. Aber ihr müsst euch einfach im Hinterkopf behalten, das ist einfach ein 60 Megapixel Bild und dafür ist das Verhalten wirklich schon sehr gut. Wie gesagt, ISO 12800 habe ich kein Problem damit. Und dann kommt die Kamera natürlich noch mit den Leica Lux und die sind zumindest für mich schon was Besonderes, weil ihr habt die Lux einfach out of camera im JPEG und es bietet euch so keine andere Kamera. Klar, ihr habt bei Fuji noch die Fuji Lux, aber da kommt ihr einfach nicht so, ihr bekommt einfach nicht so den Leica Look und das macht hier schon ein bisschen was aus. Jetzt ist es leider so, dass es immer noch so ist, ihr könnt den Leica Look auswählen, also ihr könnt euch da ein Filmprofil, nenne ich es mal, auswählen und es wird dann auch aufs JPEG angewendet. Ihr könnt das Ganze aber immer noch nicht nachträglich aufs RAW anwenden. Und das ist ein bisschen schade, weil ihr müsst euch einfach vor der Aufnahme schon festlegen, welchen Look ihr denn da jetzt haben wollt. Bei Fuji könnt ihr das immer noch nachträglich auf die RAWs machen und das ist halt ein großer Vorteil. Vielleicht wird das Ganze aber einfach mal auch mit einem Firmware-Update nachgereicht. Das wäre auf jeden Fall ein kleines Highlight. Dann ist es auch so, die Leica Lux sind von Werk aus erstmal nicht auf der Kamera. Das heißt, ihr müsst zwingenderweise die Kamera mit der App verbinden und die Lux auf die Kamera runterladen. Auch wenn ihr die Kamera mal
resettet, also ein Werksreset durchführt, ist da wirklich alles weg. Ihr müsst das Ganze erst wieder mit der App verbinden und neu runterladen. Bei der Bildqualität kann man sich also wirklich nicht beschweren. Worüber man sich beim Sensor vielleicht eventuell beschweren könnte, ist einfach die Sensorgeschwindigkeit. Ihr habt mit der Kamera einfach nicht so eine hohe Bild- oder beziehungsweise Sensorauslesegeschwindigkeit und dadurch eben nicht so eine hohe Anzahl von Bildern pro Sekunde, die ihr erreichen könnt. Jetzt ist es so, die Kamera ist ja dafür auch nicht gebaut. Mit 60 Megapixel befinden wir uns hier eher so im Porträt-Fashion-Bereich und so weiter. Aber natürlich, eine hohe Bildwiederholrate bringt auch immer so ein bisschen den Vorteil, wenn ihr zum Beispiel Kinder oder sowas fotografiert, dann habt ihr da auch mal ein Bild dabei, wo die Kinder eben nicht die Augen zu haben. Hier ist es so, ihr bekommt 5 Frames pro Sekunde, also 5 Bilder in der Sekunde mit AF und 14-Bit Farbtiefe. Wenn ihr höher gehen wollt, ihr könnt hier bis 15 FPS gehen, dann kommt ihr da nur noch auf 12-Bit und auf keine Autofokus-Nachführung und das ist ja natürlich dann auch schon nicht mehr so ideal. Also wie gesagt, ihr kommt hier bis maximal 5 Bilder pro Sekunde mit den vollen Features. Ein kleines bisschen nerviges Feature da dabei ist, wenn ihr 2 Bilder pro Sekunde einstellt. Das ist die niedrigste Bildreihenfolge, die ihr einstellen könnt. Dann könnt ihr hier so kurz wie ihr wollt drauf tippen. Die Kamera nimmt trotzdem immer 2 Bilder auf. Und das ist bei mir zumindest so. Ich habe normalerweise immer eine bisschen höhere Bildrate eingestellt, aber bei anderen Kameras ist es so, ihr tippt einmal drauf und ihr kriegt ein Bild und das reicht ja in vielen Situationen auch. Hier ist es eben nicht so und gerade bei der Dateimenge spielt es dann natürlich auch ein bisschen eine Rolle, was da auf eure Speicherkarte geschrieben wird. Aber ich sag's mal so, das ist einfach Meckern auf hohem Niveau. Wenn man das weiß, kann man auch ziemlich schnell umschalten. Dafür ist es so, bei der Aufnahme von einer relativ hohen Bildreihenfolge, ihr habt einen relativ großen Pufferspeicher. Ihr könnt da also ziemlich viele Bilder hintereinander aufnehmen. Wenn ihr jetzt mit 2 FPS aufnehmt, dann könnt ihr hier 400 Bilder hintereinander aufnehmen, also ganze 200 Sekunden Dauerfeuer nenne ich es mal. Bei 2 FPS ist es ein bisschen beschränktes Dauerfeuer, aber es ist schon ganz ordentlich. Bei 5 Bilder in der Sekunde reicht das Ganze immer noch für 90 Bilder. Also da seid ihr auch noch relativ lange mit Dauerfeuer unterwegs. Und ich sag mal, 90 Bilder mit 5 FPS, das sollte dann schon das dabei sein, was ihr denn erreichen wolltet. Und wenn wir dann mal über den Autofokus reden, dann haben wir hier 315 Autofokus-Messfelder. Und da bieten andere Hersteller natürlich schon deutlich mehr. Es ist aber eigentlich ausreichend. Also ihr habt hier eine Personenerkennung bzw. eine Gesichts- und Augenerkennung und die funktioniert auch sehr gut. Die funktioniert so gut, dass zum Beispiel meine Tochter, die ist jetzt gerade ein bisschen mehr als ein Jahr alt, der Autofokus gut nachführen kann und ihr da schon immer die Schärfe in den Bildern drin habt. Also das ist da erstmal nicht das Problem. Der Autofokus geht soweit. Es ist ja auch keine Sportkamera, wo ihr jetzt Fußball im Stadion oder sowas fotografieren müsstet. Deswegen, wie gesagt, Autofokus völlig ausreichend. Was ein bisschen das Problem vom Autofokus ist, ist einfach die Performance im Lowlight. Wenn es ein bisschen dunkler wird oder es dämmert, ihr habt einen Sonnenuntergang oder sowas, dann kommt es schon öfters mal vor, dass der Fokus ein bisschen hin und her pumpt. Da könnte man also schon ein bisschen nachbessern. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch noch über die Firmware geht, weil andere Hersteller kriegen das ja auch schon ein bisschen besser hin, vor allem mit dem Sensor Sony. Da geht also ein bisschen mehr. Jetzt ist natürlich die Frage, was sind da für Autofokus-Module und so weiter verbaut. Aber ich sag's mal so, der Sensor dürfte da eigentlich nicht so begrenzen. Das eine Thema ist das Pumpen bei Lowlight. Ein anderes Thema ist auch noch, wenn ihr im AFC-Modus seid, also im kontinuierlichen Autofokus, dann habt ihr da ab und zu so ein zitterndes Verhalten vom Autofokus. Also ihr habt ein Motiv, das bewegt sich auch nicht, ihr haltet auch die Kamera und klar, ihr bewegt euch vielleicht einen kleinen Tick, die Kamera führt das natürlich nach, ihr seht es im Bild aber immer mit so einem kleinen Zittern. Und die Bilder sind eigentlich scharf, also ich konnte da jetzt nichts Nachteiliges feststellen. Es nervt nur einfach, wenn ihr durch den Sucher oder durchs Display guckt und da immer das Bild so ein bisschen hin und her wackelt. Also ich weiß nicht, ob das auch ein Software-Thema ist, wo man vielleicht noch ein bisschen was machen kann. Ansonsten, wie gesagt, der Autofokus bei gutem Licht performt der super gut. Es ist nur eben so, es ist alles ein bisschen langsamer und da müsst ihr dann halt ja einfach damit klarkommen. Das weiß man schon vorher und ich gehe mal davon aus, das wird sich auch nie über die Software noch ändern. Deswegen muss man das Ganze halt im Hinterkopf behalten. In der Kamera selbst ist dann natürlich auch ein Bildstabi verbaut. Der ist mit 5 Stufen jetzt, ja, ich sag mal Mittelmaß. Da gibt es schon Kameras, die bieten da deutlich mehr. Man bekommt die Bildstabilisierung aber gut mit. Also sie hilft euch auch wirklich und da lassen sich auf jeden Fall längere Verschlusszeiten nutzen, wie wenn ihr jetzt eine Kamera ohne Bildstabi habt. Also wie gesagt, kein Wunderwerk, aber ausreichend. Was jetzt schon knapp an der Grenze zu ausreichend
ist einfach die Akkulaufzeit. Von Zipa sind da, glaube ich, 260 Bilder angegeben. Da erreicht ihr natürlich deutlich mehr. Also Zipa, die Einstufung, die liegt ja immer deutlich drunter unter dem, was man so erreichen kann. Aber ich sag's mal so, mit einem Akku 400 Bilder sind da schon wirklich gut. Also mehr wird da schon relativ schwierig. Und da sage ich mal so, in dem Preisbereich, bei der Größe von der Kamera und der Größe von dem Akku, hätte es auch ein bisschen mehr sein dürfen. Da ist es einfach so, dass euch das ein bisschen begrenzt und ihr solltet, wenn ihr tagsüber mal ein bisschen länger unterwegs seid, auf jeden Fall drüber nachdenken, ob ihr da vielleicht einen zweiten Akku mitnehmt. Was auch noch so ein Thema ist, ist einfach ein Akkuladegerät. Die Kamera kostet 6.800 €. Es befindet sich kein einzelnes Ladegerät im Lieferumfang. Das finde ich schon ein bisschen hart. Also ihr habt da nur ein kleines Netzteil mit einem USB-Kabel, damit ihr die Kamera über USB-C laden könnt. Ja, bei dem Preis hätte es auch mit drin sein können. Natürlich bietet euch die Kamera auch Bluetooth und WLAN. Und da muss ich sagen, das funktioniert ziemlich gut. Also die App an sich, wo ihr auch die Leica Lux runterladen müsst, aber auch die Bilder dann von der Kamera runterladen könnt, funktioniert wirklich sehr gut. Ich hatte keine Verbindungsabbrüche oder sowas und auch die Verbindung ist richtig schnell. Wenn ihr da ein RAW von der Kamera runterladet, dann macht es zack und es ist auch da. Ihr habt hier ein 5 GHz Netzwerk, das müsst ihr dafür natürlich dann auch verwenden und dann funktioniert das wirklich sehr gut. Da können sich andere Hersteller auch mal eine Scheibe von abschneiden. Und dann kommen wir noch zu den Videofunktionen von der Kamera. Jetzt ist es so, ich habe die getestet natürlich, aber die Kamera ist natürlich eigentlich nicht fürs Videoaufnehmen gedacht. Ihr habt hier 8K mit 30 Bildern und so weiter, 4K mit 60 Bildern. Das Ganze kommt aber mit einem Crop-Faktor von, ich glaube, 1,23. Ihr habt da also so ein bisschen Crop-Faktor und dann habt ihr immer noch das Problem, ihr habt hier einen richtig heftigen Rolling Shutter. Also der Sensor ist halt wirklich langsam und sobald ihr da ein bisschen Bewegung drin habt, ihr schwenkt irgendwie was oder so, dann seht ihr das schon sehr deutlich im Bild. Deswegen die Kamera ist halt nicht wirklich dafür gemacht. Sie bietet euch aber einen Mikrofonanschluss und natürlich auch einen Kopfhöreranschluss. Deswegen könnt ihr damit natürlich Videos aufnehmen. Und auch die Bildqualität bei 8K oder 4K ist wirklich schon beeindruckend gut. Es ist halt nur einfach die Geschwindigkeit vom Sensor, die euch da so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung machen wird. Es ist eben keine Filmkamera. Und dann kommen wir mal zum Preis. Wenn ihr die Kamera irgendwo findet, die ist ja wie gesagt relativ stark ausverkauft immer wieder. Es finden sich zwar ab und zu mal ein paar Modelle, aber ja, es ist schwierig, wie mit anderen Leica-Kameras auch. Dann könnt ihr die Kamera für 6.800 € kaufen und das ist schon, ich sag mal, eine heftige Summe Geld. Klar, ihr bekommt hier die Leica-Qualität. Wie gesagt, das Gehäuse, alles super toll verarbeitet und so weiter. Die Technik an sich ist meiner Meinung nach aber schon hart an der Grenze, dass man 6.800 € verlangen kann. Eben, weil es da so ein bisschen das Ding mit dem Autofokus hat. Und deswegen kommen wir jetzt zu dem Thema, würde ich die Kamera kaufen oder würde ich mir die Kamera kaufen? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, auf dem Stand, wie sie jetzt ist, wahrscheinlich eher nicht. Weil ihr eben das Ding habt, ihr habt eine wahnsinnig tolle Verarbeitung. Die Kamera lässt sich richtig toll bedienen, sie liegt toll in der Hand. Es macht richtig Spaß, mit ihr zu fotografieren. Und auch die Leica Lux sind super. Ich fotografiere damit sehr gern, eben weil ich da die JPEGs aus der Kamera rausholen kann mit einem passenden Leica-Look und das einfach toll aussieht, ohne viel Arbeit reinstecken zu müssen. Aber es ist halt eben auch so, ich fotografiere viel in RAW. Und wenn wir in RAW fotografieren, dann bekommt ihr hier jetzt nicht wirklich eine andere Qualität raus, wie wenn ihr eine Sony A7R5 oder sowas benutzen würdet oder eine Sony A7CR. Gibt es ja auch noch die kleinere Version von der A7R5 und die sind einfach schon deutlich billiger und ja, einfach ein gutes Stück besser im Autofokus und deswegen ist es halt einfach schwer. Ihr habt hier das Leica-Feeling, ihr habt eine Leica-Kamera-Feeling, geht es ja auch darum, vielleicht einfach eine Leica zu haben, bisschen sowas wie ein Statussymbol oder sowas. Es ist halt einfach so, technisch gesehen tut es den Preis nicht unbedingt rechtfertigen. Von der Verarbeitung her ist es aber dann doch ein ganz anderes Blatt. Sie steht eben, wie gesagt, in Konkurrenz zu einer Sony A7R5 oder auch zu einer Fuji GFX 100S Mark II oder auch die 100 Mark II, also ohne das S. Die hat dann natürlich mit einem Mittelformatsensor und 100 Megapixel nochmal ein ganz anderes Level an Bildqualität für mehr oder weniger denselben Preis. Und da wird es dann halt schon schwierig, sich da zu entscheiden. Deswegen, wie gesagt, wenn ihr jetzt natürlich ein Leica-Fan seid oder wenn ihr das so habt wie ich zum Beispiel. Ich filme hier mit der Panasonic S5 Mark II X L-Mount.
Die Leica bietet euch einen L-Mount. Ich habe für beide Kameras jetzt gerade das 2805 Blende 2.8 von Sigma da, kann das mit beiden Kameras verwenden. Wenn das jetzt natürlich so ein Fall ist, ihr wollt eine Kamera zum Fotografieren mit hoher Auflösung, dann müsst ihr im L-Mount eigentlich zur SL3 greifen, weil aktuell gibt es noch nichts anderes. Aktuell schauen wir mal, was sich da in ein paar Wochen tut. Und dann ist es eben so, ihr zahlt halt auch das Geld dafür, vielleicht, dass ihr eben die Auflösung habt, passend zu eurer L-Mount Videokamera, die das Ganze dann ersetzen kann, also im Videobereich. Es ist eben einfach schwierig. Es ist auch so ein bisschen eine persönliche Entscheidung. Es gibt ja Leute, die zahlen auch Unmengen an Geld für eine M11 und haben dann eine manuell fokussierende Kamera. Da kommt es einfach drauf an. Es ist halt eine Leica, das Leica-Feeling und so weiter, Leica-Verarbeitung. Es macht halt schon ein bisschen was aus. Wenn ihr hier durch die Gegend lauft und es sind Fotografen unterwegs, die wissen schon, was ihr in der Hand habt. Wenn hier vorne und gerade nicht klein Leica draufsteht, dann wissen die schon, okay, da ist auch ein bisschen Geld im Spiel und die Kamera an sich bietet halt auch schon gewisse Merkmale, die andere Kameras dann vielleicht so nicht unbedingt haben. Ja, lang drum geredet, das ist einfach schwierig. Ich will jetzt nicht sagen, kauft euch die Kamera, weil sie mega tipptopp ist. Dafür ist die Konkurrenz einfach zu stark, aber ihr bekommt halt einfach eine Verarbeitung, ein Niveau, das bekommt ihr so nicht bei den anderen. Und das macht natürlich dann auch den Preis aus. Natürlich auch, dass hier vorne Leica draufsteht. Das muss einfach jeder für sich selbst entscheiden. Ein großer Dank geht auf jeden Fall nochmal an fotoprofi.de und die Filiale Ludwigsburg, die mir die Kamera mit Objektiven zur Verfügung gestellt haben, weil es einfach nicht so einfach war, die Kamera so zu bekommen, gerade für längere Zeit, dass man da mal ausgiebigen Review drüber machen kann. Also wie gesagt, danke an Fotoprofi. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Klar, jetzt wird es wahrscheinlich in den Kommentaren Leute geben, die sagen, klar, Leica, die ist das Geld alles wert. Und es gibt Leute, die sagen, ja, nie im Leben würden sie das Geld für eine Leica ausgeben. Die haben aber vielleicht auch noch nie eine Leica ausprobiert. Und bitte lasst in den Kommentaren einfach kein Krieg beginnen oder sowas. Ja? Also bleibt da einfach bei der Sache. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Videos und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit vielleicht noch weiteren Leica-Videos. Schauen wir mal. Es ist halt nicht ganz so einfach, an die Kameras zu kommen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis dahin, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.